Kommen wir jetzt zur Montage vom EK Vector, also dem Full-Cover-Kühler für die 2080 Ti im Referenzdesign aka Founders Edition. Als allererstes haben wir natürlich den Kühler entfernt, also wir haben die Karte schon mal soweit vorbereitet, sonst dauert es einfach zu lange. Habe auch den Chip schon gesäubert und so weiter. Und als erstes packen wir jetzt mal kurz die Wärmeleitpads für die RAM-Bausteine drauf und die Wärmeleitpads für die Spannungsversorgung, also für die MOSFETs hier, für die Spulen hier und das gleiche nochmal hier vorne. Hier haben wir nochmal MOSFETs und nochmal Spulen. Und dann kommt noch Wärmeleitpaste auf den Chip und dann können wir das Ganze auch schon auf den Kühler montieren. Bevor es mit dem Video weitergeht, ein kurzes Wort zu unserem heutigen Partner und Sponsor dieses Videos, und zwar ist das Lizengo. Lizengo ist ein deutsches Unternehmen und falls ihr mal auf der Suche seid nach einem Key für euer neues PC-System, das heißt ihr habt gerade ein neues PC-System zusammengebaut, braucht zum Beispiel ein Windows 10 Home oder Pro Key, dann schaut doch mal gerne bei Lizengo vorbei, dort werdet ihr auf jeden Fall fündig. Wir sind zurück mit dem Liandi PC Tischvideo. Wie ihr sehen könnt, PC steht vor uns, beziehungsweise der Tisch. Wir haben die Glasplatte entfernt. Im letzten Video haben wir ja die ganzen Hardware-Komponenten vorbereitet. Wir haben die Mainboard-Bundles zusammengebaut, CPU installiert, Wasserkühler drauf. Wir haben die Grafikkarte umgebaut, das heißt, alles ist soweit erstmal vorbereitet. Und im heutigen Video geht es ans Eingemachte. Das heißt, wir wollen alles letztendlich mal in den Tisch verfrachten. Wir sind zeitlich schon ein bisschen hinterher. Dachten eigentlich, wir bekommen das so in 5 Tagen hin, jetzt sind wir schon irgendwie bei Tag 6 oder 7. Schauen, wie weit wir kommen, und wir bauen heute die ganzen Acrylplatten rein. Das heißt, wir müssen erstmal oben die Abdeckung, die hier oben drauf ist, wegnehmen, dann die Acrylplatten rein, die wir am Anfang mal gezeigt hatten, wo diese Carbonfolie drüber ist. Das seht ihr aber gleich nochmal. Und Mary hat jetzt gerade auch schon die Distro-Plate, beziehungsweise ja, so ein kleiner Ausgleichsbehälter in der Hand. Genau. Er ist auch dicht. Genau, wir haben ihn schon mal befüllt, wie ihr sehen Genau. könnt. Leider ist beim Verkleben der Kleber sehr weit reingezogen, deswegen werden wir beim nächsten Mal nochmal hier eine Nut reinfräsen, damit der Kleber da reinlaufen kann. Ja, aber wann wir es machen, wissen wir noch nicht, aber für den Moment reicht es erstmal. Genau, wir lassen es erstmal so, also wir haben auch schon einen LED-Streifen eingebaut, dass es innen beleuchtet wird. Es sieht eigentlich schon gut aus, aber der Kleber, ja, der stört ein bisschen, der reingelaufen ist, aber deswegen probieren wir das dann mit der Nut nochmal und hoffen, dass dann der Kleber in die Nut läuft und nicht mehr unter die Acrylplatte. Genau. Wir werden den kompletten Boden von dem Tisch mit diesen Acrylplatten auslegen und später kann man dann hier auch noch die Carbonfolie abziehen, damit wir darunter auch noch die Kabel verstauen können und es auch noch schön von unten beleuchten können. Werde ich gleich diese Acrylteile hier reinpuzzeln und dabei könnt ihr dann einfach mal im Schnelldurchlauf zugucken.
Wir haben jetzt die Basisplatten im Tisch, das heißt, wir haben ca. 20 mm Höhenunterschied zwischen dem Aluminiumboden und dort, wo letztendlich diese Acrylplatten hier drauf kommen. Das ist einfach wichtig, dass wir Platz haben für die Kabel, die wir ja dort unten verlegen werden, von 2 Netzteilen. Die ganzen Kabel vom Tisch sollen, wenn möglich, dort unten rein und dann kommen letztendlich auch noch RGB-Streifen am Rand entlang, weil wir wollen diese einzelnen Segmente, die ihr hier sehen könnt, auch einzeln beleuchten. Das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil wir dann unten bei den einzelnen Segmenten auch noch Löcher reinschneiden müssen, dass wir dort unten die Kabel durchführen können. Und wir müssen das Ganze natürlich auch irgendwie im Tisch später mal befestigen. Und dafür habe ich mir überlegt, ich fahre jetzt mal mit dem Edding die ganzen Konturen nach. Und dann setzen wir Bohrungen entlang von der Kontur und können dann später einfach über Gewinde die Acrylplatten verschrauben und die Abdeckungen werden dann oben drauf geklebt. Das heißt, wir können das Ganze bei Bedarf später auch wieder lösen. Wir haben jetzt alles angezeichnet, das heißt, ich nehme die Platten jetzt erstmal wieder raus und dann haben wir auch ganz schön die Kontur unten drunter. An den Punkten, wo ihr jetzt hier die Kontur sehen könnt, werde ich jetzt überall Bohrungen setzen. Jetzt muss ich mir natürlich auch anschauen, wo wir die Platten unterteilt haben, weil die Platten, die einzelnen Grundteile, die wir haben, sind deutlich kleiner als diese Teile. Das heißt, wir müssen die später auch nochmal abschneiden und entsprechend den kleinen Stücken von den Platten anpassen. Mittlerweile habe ich bei allen Teilen die Löcher gebohrt und auch schon die M4 Gewinde geschnitten und mit diesen kleinen Schrauben werden wir die ganzen Teile letztendlich von unten unter dem Tisch befestigen. Was jetzt aber noch dazu kommt, ist, dass ich diese Teile nochmal auseinanderschneiden muss, weil ja die Platten, die oben drüber liegen, letztendlich noch kleiner sind als das, was wir hier haben. Dazu muss ich jetzt erstmal alles nochmal in den Tisch einbauen, nochmal verschrauben und dann nummerieren, weil wir hatten so schon Probleme, das Ganze reinzupuzzeln. Und wenn ich das jetzt noch in ganz viele kleine Teile zerschneide, wie zum Beispiel mit der Länge oder hier so ein Teil, dann sollte ich vorher wissen, was für eine Nummer das Teil hat. Das heißt, alles in den Tisch und dann nummerieren, dann alles wieder raus, zersägen und dann verkleben wir die Teile endlich.
Mittlerweile haben wir die ganzen Basisteile vorbereitet, die jetzt unten in den Boden des Tisches kommen. Ihr seht, ich habe das auch schon beschriftet, weil wir die Teile mittlerweile verklebt haben und auseinandergeschnitten für die ganzen einzelnen Elemente. Und ja, man verliert sehr schnell den Überblick, welches Teil wo landen soll. Jetzt verschraube ich die ganzen Elemente von unten mit M4 Schrauben. Und dann kommen oben die Acrylabdeckplatten drauf und dann hoffe ich, dass alles zusammenpasst, so wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Und wenn alles passt, dann ziehen wir die Carbonfolie beim Muster ab und packen noch die RGB-Streifen unten drunter.